Panzer Grenadier, 11 Patronen, Reichweite von 130 Kilometer. Und hier hat er dann raus geschossen. Leicht beängstigend. Natürlich wollt ihr mit. Boah, das ist irgendwie ein gruseliges Gefühl, hier drin zu sitzen. MG-Schützen vorne, den Kommandanten, Schützen der Hauptkanone, Ladeschützen. Hey Leute, ich bin's Fritz und es ist wieder Zeit für ein kleines Lost Place Abenteuer. Ich bin auf der Suche nach verlassenen Panzern und nach einem verschwundenen Dorf. Und ich würde sagen, kommt wieder mit und lasst uns das Abenteuer beginnen. Das Free-to-Play-Spiel World of Tanks ist Sponsor dieses Videos. Dir stehen über 220 Kampffahrzeuge aus den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien zur Verfügung. Es gibt eine Vielzahl von Waffen und Technologien auszuprobieren. Jedes Fahrzeug hat seine individuellen Vor- und Nachteile. Ein Sieg kann nur dann erreicht werden, wenn alle Teammitglieder zusammenwirken und jeder Spieler seine Rolle im Gefecht gut ausführt. Fange an, World of Tanks zu spielen und nutze dafür den Link unten in der Videobeschreibung. Registriere dich einfach und nutze den Code TANKTASTIC. Dafür erhältst du nämlich nochmal ein kleines Starterpaket. Es gibt erstens einen sowjetischen Premium-Panzer, und zwar den T-127. Dann bist du außerdem noch die ersten 7 Tage ein Premium-Mitglied. Und du erhältst nochmal 500 Gold als Startbonus. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön für euren Support da draußen. Und jetzt geht's los mit dem Abenteuer. Okay, schaut mal Leute, ich bin gerade mal einige Meter unterwegs und hier sind ganz komische große Betonstrukturen. Hier sieht man noch richtig die Moniereisen drin stecken. Was könnte das mal gewesen sein? Ich gehe fast davon aus, dass es irgendwas Militärisches ist, vielleicht eine Art Bunker oder so, der vielleicht sogar später irgendwann nach Kriegsende gesprengt worden ist. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man an so einem Metallteil im Kopf hängen bleibt. Ist aber ganz schnell offen. Hier ist irgendwie noch ein alter Schacht. Aber hier sieht man mal ganz schön die Wandstärke. Also hier oben drauf haben wir bestimmt fast 1 Meter, 1,20 Meter an Betondicke. Das ist definitiv irgendein alter Bunker. Auch hier sieht man schön ehemalige Holzabdrücke von der Schalung, die gebaut worden ist mit Holz, um dann ja, das Ganze mit Beton zu füllen. Aber Leute, das ist nur der Anfang. Ich glaube, wir werden noch viel geilere Sachen auf dieser Tour entdecken. Ich muss sagen, dass ich keine Ahnung habe, was das sein könnte. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wer sich ein bisschen mit Bunkern auskennt. Ob das zur Belüftung war? Laut Recherche müssten das Überreste von der Kirche sein, die hier mal stand. Also irgendwelche vielleicht Torbögen oder Verzierungen. Hier ist sogar noch ein richtiger Bogen zu erkennen, vielleicht aus einem Fenster oder so. Und was gehört natürlich auch noch zu einer Kirche? Ein Kreuz. Selbst das steht hier noch, so ein bisschen die Grundmauern sind zu erkennen im Hintergrund. Und zwar wurde nämlich ein komplettes Dorf platt gemacht, weil ein Schießplatz erweitert worden ist. Das ist ca. 75 Jahre her. Und eine Sache ist aber noch geblieben. Und ihr seht schon an den Außenmauern, was es eventuell sein könnte. Was halt tatsächlich noch geblieben ist, ist der Friedhof. Die Toten sind die einzigen, die bleiben durften. Alles andere wurde abgerissen. Es gibt 1, 2 vereinzelte Gräber, wo irgendwie noch mal eine Kerze draufsteht, die etwas neuer aussieht. Aber der Rest ist auch mit Moos bedeckt und ja, wirkt ziemlich verlassen. Auch wenn zwar gerade kein Schnee liegt, aber es ist noch ganz schön frisch. Wir haben noch Winter. Ziemlich bedeckt, aber die leichte Endzeitstimmung passt auch natürlich wieder mal zum Thema. Da vorne sieht man schon den ersten Panzer. Und zwar sollen sich hier sogenannte Hartziele befinden. Das sind alte, ausrangierte Panzer. Es müssten 24 Stück sein. What the fuck? Es sind wirklich, glaube ich, 24. Ich zeige es euch noch nicht. Wir gehen erstmal vorne bis an die Kante. Das sieht krass aus. Genau, das sind ausrangierte Panzer, die quasi zu Übungszwecken aufgestellt worden sind, damit da halt Schießübungen drauf passieren können und verschiedenste andere Sachen. Alter, das sieht irgendwie schon krass aus. Guckt euch diese Optik an. Das ist irgendwie schon sehr angsteinflößend, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass die alle noch laufen und die Motoren auch noch an sind. Der Panzertyp, der hier übrigens steht, ist der M47 Patton. Also ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wird, Patton, wie auch immer. Und der wurde zur Zeit des Kalten Krieges produziert in den USA. Das ist auch ein amerikanischer Panzer. Der wurde als Medium Tank bezeichnet, also so ein Mittelding, und hat eine 90 mm Kanone vorne drauf.
Der Panzer wiegt übrigens über 46 Tonnen. Also das ist schon ein richtiger Koloss. Klar, braucht ordentlich Panzerung. Aber ich glaube, wenn der durchs Gelände fährt und man da dann in der Nähe steht, ich kann mir vorstellen, dass man da die Vibrationen im Boden merkt. Vielleicht haben wir ja ein paar Panzergrenadiere von der Bundeswehr hier, die das mal sagen können, ob man das wirklich merkt, wenn so ein Panzer hier übers Gelände rollt, ob dann wirklich so Schwingungen durchkommen. Weiß ich gar nicht. Es ist ein wenig windig hier draußen auf dem Feld. Ich habe ein bisschen recherchiert und neben der Hauptkanone soll es wohl noch 3 verschiedene MGs gegeben haben. Die Frage ist, ob wir irgendwie die Position davon finden, wo die dran sein könnten. Also hier vorne haben wir auf jeden Fall schon mal Scheinwerfer. Links und rechts verschiedene Ösen dran. Ich denke mal, wenn man dann irgendwie was abschleppen wollte oder vielleicht auch für so Zusatzanbauten. Keine Ahnung, es gibt ja manchmal so Ketten, die dann hier vorne runterhängen, um irgendwie Minen auszulösen. Was das jetzt hier allerdings ist, weiß ich gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht ein MG drin war, weil das nämlich so einen Schwenkradius hat. Und direkt dahinter ist nämlich eine Klappe, die ist leider zugeschweißt, aber da könnte eventuell ja ein Schütze drin gewesen sein. Und hier hat er dann raus geschossen. Auf der anderen Seite ist auch noch mal eine Klappe. Ich glaube, das müsste der Ausguck oder die Klappe des Fahrers sein. Wo ich mich gerade frage, ob der hier rausguckt oder ob der da irgendwie so einen Umlenkspiegel drin hatte. Weil auf der anderen Seite ist hier nämlich so ein komischer Schlitz drauf. Also ich kann mir vorstellen, hier sieht man auch noch so ein, ja, wie so eine Art Scharnier, dass hier so ein Spiegel war und man konnte das Ganze drehen, dass man über so einen Spiegelmechanismus hier rausgeguckt hat. Gut, haben wir schon mal 2. Einmal ein eventueller MG-Schütze und drüben der Fahrer. Ich würde sagen, wir klettern einfach mal hoch. Das wäre hier die rechte Klappe vom Fahrer, ist aber verschweißt. Aber vielleicht sieht man hier drin was. Da müssen wir gleich nochmal in Ruhe gucken. Hier oben drauf ist auf jeden Fall links und rechts auch so eine komische Funktion. Ich glaube aber, das sind eher irgendwelche Scheinwerfer, Sensoren, sonst was, weil da passt ja kein Lauf rein. Hier ist ja nur so ein Knubbel. Und ich glaube, das gleiche Ding haben wir auf der anderen Seite auch nochmal. Ich würde jetzt auch tippen, hier ist nämlich noch ein Glasrest drin, dass das irgendwie irgendwas Scheinwerferlichtmäßiges ist. Hier hinten sind ein paar ordentliche Löcher drin. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht wirklich von irgendwelchen Übungen sind. Oder vielleicht ist er auch deswegen kaputt gegangen und ausgemustert worden, weil er hier irgendwie im Gefecht beschädigt worden ist. Okay, schade, hier erkennt man nichts mehr so richtig. Hier ist noch so ein komisches Wappen mit 4 so ein, vielleicht Sterne waren das mal, und einem großen G drin. G steht bestimmt für Gelände, ganz klar. Leute, man kommt hier tatsächlich noch rein. Okay. Ich glaube, als Panzergrenadier, Panzerbesatzung muss man ziemlich klein sein. Ich denke mal, ich bin da schon zu groß mit 1,82. Hier drin wird es ordentlich eng sein. So, ich werde auf jeden Fall schon mal die Taschenlampe rausholen. Rucksack kann draußen bleiben. Ich tauche ab. Wollt ihr eigentlich mitkommen oder bleibt ihr draußen? Blöde Frage. Natürlich wollt ihr mit. So, ich hoffe, ich kriege das Filmen hier halbwegs hin, weil es ziemlich eng ist. Also wo fangen wir an? Man hat ja den Panzer an sich, also das ganze Fahrgestell, sage ich mal. Und dann ja diesen aufgesetzten Geschützturm, nennt man den so? Ich glaube ja. Boah, das ist irgendwie ein gruseliges Gefühl, hier drin zu sitzen. Krass. Ich war noch nie in einem Panzer drin. Also, da oben ging es rein. Was ich schon mal ganz spannend finde, hier sind so komische Gläser dran. Ich vermute mal, dass das Lampen waren. Vielleicht auch so verschiedenes Tarnlicht oder so, damit man hier drin überhaupt was gesehen hat. Was sofort auffällt, ist diese riesige Kanone hier innen drin. Die sagt 90 mm. Also ausgelegt für 5 Leute. Wir haben den Fahrer, wir haben den MG-Schützen vorne, wir haben den Kommandanten, das ist quasi der Chef, der Babbo, der genau sagt, was wie wo abläuft, der alles koordiniert. Wir haben den Schützen der Hauptkanone und es gibt, glaube ich, noch einen Ladeschützen, zumindest bei den älteren Panzern, der dann wirklich halt quasi dafür zuständig ist, dass immer nachgeladen wird. Das müssten eigentlich die 5 Stück sein. Ich weiß nicht, wie das bei aktuellen Panzern der Bundeswehr ist, aber ich habe irgendwas gelesen, dass der Ladeschütze mittlerweile gar nicht mehr existiert, weil das vollautomatisch gemacht wird. Und dadurch kann man die Panzer ein bisschen kleiner machen, weil der bräuchte ja hier einen gewissen Raum. Also er steht ja hier, muss hier hantieren. Und dadurch, dass die neuen automatisch sind, man diesen Ladeschützen nicht mehr braucht, kann man die Panzer ein bisschen flacher bauen. Und somit sind die noch besser getarnt, wenn sie durchs Gelände fahren, hinter einem Haus vorgucken, was auch immer. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie das aktuell ist bei der Bundeswehr, wie da die Besatzung aufgestellt ist. Wenn wir Panzergrenadiere da haben, Leute, mich interessiert jetzt echt, spannendes Thema. Schreibt das mal in die Kommentare, wer sich damit auskennt.
Hier sieht man schön, worauf sich der Geschützturm bewegt hat. Und hier ist, glaube ich, noch irgendwie eine Verriegelung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das hier dann irgendwie sperren kann für eine gewisse Sache. Hier oben Telefono. Das klingt jetzt aber irgendwie nicht amerikanisch. Aber was es ist, sollte jeder wissen. Natürlich, ein Telefon hing hier mal. Hier drüben ist die Optik, die dann hier lang geht. Und ja, doch, pass auf Leute, wie vermutet, ich glaube, ich habe recht. Guck mal, hier ist die Optik, wo man reinschaut. Die geht dann über Spiegel hier rüber und geht dann hier hinten in so eine Röhre rein, die nach rechts rausgeht und nach links rausgeht. Und das müssten genau die beiden Dinger von außen sein, diese Augen oben auf dem Geschützturm, die ich gesagt habe. Boah, ich finde es gerade mega interessant. Konntest du einfach in so einen Panzer reinklettern. Und hier ist so ein komischer Schlitz, wo man bestimmt auch damals über so Umlenkspiegel rund durchgucken konnte. Hier ist auch noch eine Öffnung nach draußen und irgendwie so ein Konstrukt, was für mich danach aussieht, als könnte man hier noch ein MG drauf machen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, weil man da ja quasi nicht schwenken kann. Also man kann ja wirklich nur in diese eine Richtung schießen. Munitioni Kaliber 045. Also hier ist auf jeden Fall noch so ein Lederriemen. Hier hätte man sicherlich auch eine Munitionskiste, sowas in der Art. Aber irgendwie kommen mir die Begriffe komisch vor. Das klingt irgendwie... Das klingt nicht amerikanisch, sondern irgendwie italienisch. Munizioni. Telefono. Das sieht für mich fast aus wie Halterung von den Geschossen. Weil man kann die hier reinlegen und da vorne ist extra so eine Öse, sage ich mal, wo die Projektile dann ja, drin münden könnten. Hier unten irgendwie auch nochmal. Legt man hier durch, macht hier hinten fest und dann wird der Bügel zugemacht. Ich weiß allerdings gar nicht, wie viel Munition in so einem Panzer drin ist. Weil wenn ich mir das jetzt angucke, 1, 2, 3, 4, 5, ist ein bisschen wenig. Ein Panzer hat nicht nur 5 Schuss. Oder hier unten ist dann wirklich noch so eine Art Munitionslager. Klima hat er. Ventilator OU111. Irgendein Elektroanschluss. Aber hier ist auf jeden Fall die gute alte Klimaanlage wahrscheinlich. Naja, oder halt ein bisschen Pustegerät. Was ich jetzt erst sehe, sind so verschiedene Räder an der Optik. Scheint auch mal eine Platte drauf gewesen zu sein, wo bestimmt alles beschrieben war, aber die ist leider ab. 1 bis 5 drehen. Vielleicht ist das sowas wie ein Schärferegler, wie bei so einem Fernglas. So, gehen wir mal hier noch ein Stück runter. Okay, das ist dann doch kleiner, als ich dachte, wenn ich überlege, dass hier 5 Leute drin waren. Na gut, der Ladeschütze ist vielleicht auf der einen Seite, der Kommandant wahrscheinlich eher da, wo ich gerade hocke, damit er oben in diese Optik reingucken kann. Dann haben wir hier links unten den Fahrer. Ah, schau mal, da ist sogar ein Pedal vorne dran. Er konnte dann eventuell durch die Klappe rausgucken oder halt durch so einen Umlenkspiegel. Und hier rechts, ja, das ist 100 Pro der Schütze. Das... Da sitzt der ja auch unter so einer Luke. Hier kann er gucken. Und hier vorne dann, krass, das Ding bewegen. Das ist hier so eine Halterung, wo dann das MG eingespannt worden ist. Ah, da ist nichts mehr mit Kimme und Korn. Ich weiß gar nicht, wie die da genau zielen. Wahrscheinlich irgendwie einen Probeschuss abgeben und dann nachjustieren. Ich weiß gar nicht. Weil hier vorne wird halt wirklich nur der Lauf rausgeguckt haben. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, zu 5 extrem eng hier drin. Dann will ich nicht wissen, was hier für eine Geräuschkulisse ist, wenn du mit dem Ding hier lang fährst. Und ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt, die springen damit ja richtig. Die fahren ja richtig da irgendwelche Hügel und dann heben die auch mal kurz ab und knallen wieder rein. Ja, ich glaube, hier ist auf jeden Fall Helmpflicht angesagt. Oder ist es vielleicht einfach nur die CIA, die hier ihre Finger im Spiel hat? Ach krass, hier drüben ist Schaumstoff. Also alter Schaumstoff. Hier oben ist auch Schaumstoff. Polsterung. Ich denke mal, hier waren früher noch irgendwelche Konsolen aufgebaut. Also vielleicht eine Mittelarmlehne. Nee, Quatsch. Aber hier sieht es wirklich so aus, als wären hier noch viele Gerätschaften dran gewesen damals. Und das Herzstück, also der Motor, müsste ja vermutlich dann hier hinten drin gewesen sein. Schade, der ist auf jeden Fall raus. Das wäre nochmal spannend gewesen. Aber hier kommt man ja als Mensch normalerweise gar nicht rein. Hier drüben ist ein Hebel dran. Ich glaube, die Dinger knallen noch so extrem nach hinten, wenn die schießen, ne? Filmen am Limit hier von der Größe. Hier stehen 24 Panzer. Und das sind 23 Stück von diesem Typ M47. Aber es soll hier noch ein Leopard 1 stehen. Das ist ein ganz merkwürdig zu beschreibendes Gefühl, Leute. Wenn man hier einfach in diesem Panzer drin ist, hier so rausguckt
und überall noch Panzer stehen. Das ist irgendwie leicht beängstigend. Kleine Info, es gibt übrigens neue Patch-Designs, verschiedene. Und ich habe jetzt endlich meinen eigenen Online-Shop. Schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung rein oder gebt es direkt im Browser ein, Mobile, was auch immer. fritzmeinecke.shop. Das könnte hier vielleicht auch ein... Oh, das geht sogar auf. Ah, klar. Hier steht es dran für die Doofen. Gasoline. Also, das ist ein klassischer Tankdeckel. Die Höchstgeschwindigkeit mit dem Panzer beträgt übrigens 48 km/h. Das heißt, ich glaube, auf der Autobahn darf man damit nicht so eben fahren. Und man hat eine Reichweite von 130 Kilometer, was für ein Auto natürlich extrem wenig ist. Aber mit dem Panzer ist man ja nicht so extrem lang unterwegs, sondern bewegt sich wahrscheinlich eher taktisch im Gelände. Es hat mich nicht losgelassen und ich habe gerade noch mal schnell recherchiert. Der Schütze, der unten drin saß mit dieser bewegbaren MG-Kugel da vorne dran, der war gleichzeitig auch der Funker. Und oben waren wirklich, also in dem Geschützturm, 3 Leute. Rechts war, glaube ich, der Kommandant und der Richtschütze und auf der linken Seite der Ladeschütze. Was noch ganz spannend ist, in dem Panzer befand sich eine Feuerlöschanlage, die fest installiert war. Die war aber, glaube ich, nur für den Brand, so stand es da drin, des Motorraums, also des hinteren Bereichs zuständig. Diese Feuerlöschanlage konnte von innen betätigt werden, aber auch von außen. Und zum externen Auslösen befindet sich der Schalter genau hier, also hinter der Klappe des MG-Schützen bzw. des Funkers. Ihr seht da so einen leichten roten Knopf und wenn man den von außen eingedrückt hat, dann ging auch die Feuerlöschanlage an. Diese Halterung für den Telefonhörer war übrigens nicht die Funkstation, wie ich vielleicht dachte, sondern das war eine Außensprechanlage oder Außenbordsprechanlage. Das heißt, ja, da konnte von drin quasi über Lautsprecher nach draußen gesprochen werden, wie man es vielleicht von Polizeifahrzeugen auf so Demonstrationen kennt. Eine komplette Umdrehung, also 360 Grad des Geschützturms oben, dauerte gerade mal 10 Sekunden. Und ich hatte recht, oben im Geschützturm lagerten 11 Patronen, die man quasi nach und nach nachladen konnte. Und der Rest bzw. Ersatzmunition lagerte dann unten im Kampfraumbereich. Das war jetzt der M47 Panzer. Es gibt hier aber noch einen Leopard 1. Wenn ihr den sehen wollt, dann auf jeden Fall mal jetzt alle Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen, damit ihr das Video auch nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.